Der Blick Richtung Rovereto. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Vercun. Ich befinde mich schon etwas oberhalb von Trento, bin jetzt auf dem Weg Richtung Venetien. Ich bin jetzt ungefähr eine Woche unterwegs, werde hier ein paar schöne Orte anschauen, nehme euch mit auf die Tour. Los geht's! Ich befinde mich jetzt auf dem Weg ins Val Sugana, schön bergauf, auf einer Nebenstraße. Noch vor wenigen Kilometern habe ich gedacht, ich ziehe mir mein Unterhemd aus, weil es viel zu warm wird. Aber das täuscht, es ist richtig kalt geworden, der Wind pfeift. Blick zurüc, Levice Terme, da ziehen jetzt auch schon die Schauer rüber. Die Ortschaft liegt so ein bisschen rechts auf dem flachen Hügel. Vorne sieht es auch nicht besser aus. Ich habe einen Mordsgegenwind. Sieht so aus, als hätte der Wetterbericht recht. Er hat ja gesagt, ja, so ab Mittag gehen die Schauer los. Aber ich hoffe immer noch, dass ich genau dazwischen durchkomme. Und jetzt geht es nämlich hier weiter. Auf diesem Radweg. Jetzt ist zum ersten Mal richtig dieser Radweg ausgewiesen. Durchs Val Sugana. Sehr schön bisher zum Fahren. Wenig Steigungen, also seit dem See geht es auch flach dahin. Ja, und wenn es jetzt hier so gemütlich dahin geht, glaube ich, nutze ich mal die Chance, ein bisschen mehr von dieser Reise hier zu erzählen. Ich möchte Richtung Monte Grappa. Monte Grappa ist ganz berühmt. Da endet übermorgen die vorletzte Etappe des Giro d'Italia. Tadej Pogačar wird wahrscheinlich gewinnen, so wie es aussieht. Ich fahre nämlich heute nach Bassano del Grappa, da werde ich übernachten. Ein bisschen die Region anschauen und natürlich dann auf den Monte Grappa rauf. Allerdings hängt es ein bisschen vom Wetter ab. Das ist leider sehr, sehr unsicher im Moment. Nach Bassano del Grappa soll es noch ein bisschen weitergehen durch Venetien. Wie ich genau fahre, hängt vom Wetter ab. Entweder um Venedig herum, da soll es einen schönen Radweg geben. Oder, was mir noch lieber wäre, ein Stück durch die Berge. Heute heißt es erstmal halbwegs trocken bis Bassano del Grappa kommen. Tja, ich glaube, man sieht und hört es. Es regnet. Borgo Val Sugana ist jetzt in der Richtung, da hängt es auch gerade richtig drin. Und ich gehe nochmal zurück. Da komme ich her. Da ist ebenfalls jetzt der Regenschauer fast gleichzeitig gekommen. Jetzt habe ich mich hier noch untergestellt unter so einer Unterführung, alles andere als romantisch. Da riecht es eher nach Klo. Hilft alles nichts. Schau mal, dass ich weiterkomme und dann hoffentlich eine schöne Bar finde, wo ich eine Pause machen kann und warten kann, bis dieser Regenschauer vorbei ist. Puh, den ersten Regen habe ich jetzt überstanden. Ich habe eine Pause gemacht. Hinter mir verziehen sich so die letzten Schauer, allerdings wird es da weiter hinten schon wieder sehr dunkel. Also es, glaube ich, war nicht der letzte Regenschauer heute. Ich freue mich jetzt, wenn es mal ein paar Minuten wieder trocken ist und auch wieder wärmer wird, weil es war richtig kalt. Der Radweg ist dafür super, richtig schön leer, traumhaft. Hier gibt es jede Menge Rastmöglichkeiten mit Bänken und Tischen. Also ich glaube, bei schönem Wetter im Sommer ist hier alles voll. Naja, wenn man vom Regen spricht, die ersten Tropfen fallen schon wieder und ihr seht nicht nur, dass hier der Fluss richtig Hochwasser führt, sondern auch da vor mir rechts im Bild sieht man es, ist schon der nächste Schauer, der drin hängt. Ein bisschen rechts schaut es noch wilder aus. Ich schwenk mal hoch. Naja. Jetzt fahre ich erstmal weiter, solange es geht. Ich wollte gerade die Regensachen ausziehen. Ich glaube, da warte ich noch mal ein bisschen. Was für ein Regen. Ich wurde sowas von abgeregnet jetzt für die letzte Stunde. Aber jetzt werde ich noch einen kleinen Umweg fahren. Jetzt geht es in so ein Seitental rein. Bin schon sehr gespannt. Da kommen wir an so einem kleinen See vorbei auf der Rückseite von Monte Grappa, um dann wieder auf die Hauptstrecke zurückzukommen. Und die Sonne kam wieder raus. Ihr seht es, endlich. Nach diesen Duschen, die ich jetzt bekommen habe. Zweimal hat es mich so von abgepritscht. Es ist jetzt sehr angenehm, endlich mal trocken. Hinter mir ist noch richtig dunkel. Aber wir beschweren uns nicht. Ich genieße jetzt einfach
dieses traumhafte Wetter für den Moment. Der Blick auf den Lago di Corlo, und ich weiß gar nicht, ob man aus der Kamera jetzt wirklich erkennen kann. Ein bisschen links da im Hintergrund, sogar schneebedeckte Berge noch. Rechts von mir dieser dunkel wirkende Berg, das ist die Rückseite von Monte Grappa. Da geht es dann auch noch hoch, aber nicht mehr heute. Jetzt geht es hier über diese Brücke. Also super schön. Was für eine Tour heute. Ich blicke mal zurück ins Valsugana. Aus dem Seitental, da hinten rechts bin ich rausgekommen. Das ist jetzt schon die Rückseite vom Monte Grappa. Also dieser Berg hier, wenn ich mal so zurückschwenke, dieses ganze hohe Ding, das ist der Monte Grappa, zumindest der Ausläufer. Und ich fahre jetzt hier rüber über die Brenta und da geht es jetzt weiter das Tal raus. Super schön. Jetzt sind es ungefähr 30 Kilometer bis Bassano. Wieder auf einer Nebenstraße. Hier im Bild zu sehen, links von mir, wo die Sonne schön reinscheint, eben die Rückseite von Monte Grappa. Aber krass, wie viel Wasser die ganzen Bäche führen. Es hat sowas von geschüttet. Ich bin heute, glaube ich, 3-mal komplett nass geworden, also äußerlich. Die Regenkleidung hat zum Glück noch durchgehalten, aber es war schon grenzwertig, wie es geschüttet hat. Aber jetzt geht es hoffentlich ohne Gegenanstieg bis Bassano. Gut 80 Kilometer schon auf der Uhr. Ungefähr 30 habe ich noch. Mit dem Empfang durch eine Schafherde bin ich hier angekommen in Bassano del Grappa. Das Wetter hat zum Glück durchgehalten. Es kam sogar noch mal ein bisschen die Sonne raus und war angenehm warm. Und dann am nächsten Tag habe ich zusammen mit Mario, meinem Freund, eine wunderschöne Tour gemacht. Rings durch die Berge und durch die Orte um Bassano del Grappa. Hier sehen wir einige Aufnahmen direkt aus dem Zentrum. Da haben wir eine wunderbare Radtour gemacht, uns ein paar Highlights der Umgebung angesehen, hier Marostica. Anschließend haben wir uns dann gefreut, weil am Tag drauf bekam der Giro d'Italia, war hier zu Gast. In Bassano del Grappa war die Zielankunft und davor sind sie über den Monte Grappa gefahren, also die perfekte Motivation für uns, weil wir wollten ja auch am nächsten Tag dann am Monte Grappa Bike Day einen Tag später rüberfahren. Hier sehen wir überall Fans in der Stadt, die sich genauso wie wir auf den Giro freuen, und jetzt geht's weiter mit dem Giro d'Italia. Die vorletzte Etappe des Giro d'Italia. Wir sind in Bassano del Grappa und im Hintergrund sieht man den Monte Grappa. Da hinten ist er. Tadej Pogačar liegt in Führung, 2 Kilometer vor dem Ziel. Yeah! Mittlerweile sind es fast 40 Minuten, seitdem Pogačar hier vorbeigekommen ist. Das sieht jetzt endlich aus wie das Gruppetto, also die letzte Gruppe, die noch im Zeitlimit hier ins Ziel kommen will. A few hours later. Good morning, everybody. My name is Mario. I'm from Bassano. I live in Modena, but I was raised here. So this morning, me and my friend Clemens, we are gonna climb the Grappa, Monte Grappa. Today is Grappa Bike Day, so the roads are closed while climbing and while descending. So this is a big mountain, about 1,700 meters tall. We think the weather today is perfect. Everything should be fine to have a great day. Me, my friend, and many other people there in a wonderful environment. Ja, und damit auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind jetzt unterwegs im Anstieg zum Monte Grappa und heute ist der Grappa Day. Gestern war der Giro d'Italia hier. Mario hat euch ja gerade eingeführt und das wird nachher unsere Abfahrt sein. Wir fahren jetzt nach Semonzo weiter und fahren den klassischen Anstieg hoch, habe ich mir erklären lassen, den auch die Profis gestern genommen haben. Und bis Mittag ist noch diese Straße gesperrt für den Verkehr. Das heißt, wir können ohne Autos rauf und runter. Wie genial ist das? Jetzt sind wir in Semonzo und dann geht es auch gleich los. Hier ist er vor uns, der Monte Grappa. Sieht vollkommen harmlos aus. Ist aber ein ordentlicher Anstieg. Wir sind ja auf 150, 200 Meter, irgend sowas. Und der Gipfel liegt auf 1700. Das Wetter ist perfekt. Ihr habt ja den Anfang dieses Videos gesehen, da hat es mords geregnet. Heute hingegen perfektes Wetter. Wir haben so 21 Grad gerade hier unten. Und die Sonne scheint heute ohne Gewitter. Soll also perfekt bleiben bis zum Abend. Jetzt freue ich mich richtig drauf.
Und umso mehr natürlich, wenn ich hier von einem Local begleitet werde, der mir den Anstieg erklären und zeigen kann. So in order to get not too confused, I'll continue in English now. Yeah, hello. We are not alone, as you can see. Thousands of other cyclists. It will be great. And this is where the real climb starts. It's just at the bottom. Now we're going to take it easy. No cars until the top. What more can you ask for? Well, let's say maybe a better fitness. I'm not sure. If I look at all the others passing us already, look at him, he's so fast. I really have to push to keep up. Let's see. But the climb starts wonderful in the shade. We're slowly getting higher. Switchback number 6, and we're enjoying our ride here in the shade. The temperature is perfect, so nothing to complain. And if I haven't mentioned, for today until 2 o'clock it's a one way. You're only allowed to climb on this side and to descend on the other side. Should be like this every day for cycling. Switchback number 7. Looks like we will have a nice view. Let's take a look. I think this is Bassano. Somewhere there in the distance is Venice. We'll see it hopefully a bit later. So we are here at a little starting point for paragliders. About 700 meters, looks much higher, but that's only because the lowland is so flat and so low. It's only a bit between 200 and 100 meters, quite low. In distance a bit misty, but there is the sea. Now we're getting closer to switchback number 14. Already at about 700 meters of elevation. There's so many cyclists, it's so nice. And no cars. We just said the Giro was yesterday because they were so fast. I really feel slow today, getting passed by almost everyone. But it doesn't matter. We're not here for a race, just for enjoying ourselves and the landscape, which is pretty amazing. And there are cyclists everywhere. So, could you believe that this beautiful road was built during the First World War for conflict reason, actually? So, very bad reason. And now, after 100 years, we are enjoying it, riding, and it's so beautiful. So, it's amazing to think about it. Are we hooked? No, we aren't. So, we will be careful while explaining a little bit of this beautiful place. We are in Campo Croce, literally cross field, with some restaurant over there. And down we are starting to see at the bottom, at the end, maybe with the camera is not visible, but you can see the sea and Venice. Some little hills called Montello. On the eastern side, more the Prosecco area, like 30-40 kilometers away. So super nice. We have an unexpected aid station. You get bananas for free and water. We also resupplied. Quite nice. Guarda che devo darvi il caffè della moto, guardate bene!
How nice! We just got bananas and fresh water for free here on the mountain. Wonderful! Really amazing views. So this is just the road we climbed up and we're heading in this direction. Now you can see the summit is getting a little bit better from the views, but hopefully no rain, because the weather forecast said sunshine for today, no clouds at all. But in the mountains you never know. We're already on 1400 meters, quite nice. Really enjoy the day, but it's getting chilly. As long as the sun's out it's okay, otherwise it's quite cold. It's getting tough now, a bit steeper, last part. Quite in the middle of the picture you might spot the Brenta. That's really an epic climb. In the distance you can see the Piave River, quite big. A lot of water. So we arrived at the summit, at least as far as you can ride your car. I think we have to walk our bikes from here, because just here behind this hill in the flag is this huge monument remembering of all the soldiers that died during World War I. So glad that we can live in peace now. We finally made it to the top, as far as you're allowed to ride. Now this is all the big monument here on the left. I think you have to walk there. And you can see also snow-capped Dolomites in the distance. Wow. Nice, we finally made it to the top. Well done. But well done. Thank you for showing me this mountain. Thank you for coming and enjoying this place. Yeah, we were planning since a long time and now we finally made it. So I'm really happy. I think another thing I can say, done. So finally our beautiful day is over. We made it to the top. Hope to continue this. Yes, the second of a long series. Yeah, okay. See you next time. See you. Ciao. Ciao. Mit einem letzten Blick auf den Monte Grappa, hier direkt in Bildmitte, auf das Val Sugana, das da hinten rauskommt, dieses große Tal, und das Asiago-Plateau, stehe ich hier im Zentrum von Bassano del Grappa. Ja, jetzt heißt es wieder Abschied nehmen. Es geht weiter auf meiner wunderschönen Tour hier durch Venetien. Ich bin schon absolut begeistert jetzt von den ersten Tagen. Gestern war es ein traumhafter Tag. Heute soll das Wetter noch mal richtig schön sein. Morgen leider ein bisschen wechselhaft. Deswegen schaue ich, dass ich heute weiterkomme Richtung Padova und mal sehen, wie weit ich danach noch komme. Richtung Küste. Suche mir einen schönen Zeltplatz. Jetzt freue ich mich auf ein paar ganz entspannte Kilometer entlang der Brenta.
wunderbar. Es geht hier auf so einem Radweg. Naja, Radweg ist nicht offiziell, aber so einer kleinen Nebenstraße entlang. Gerade auf so einem Damm mit schöner Aussicht auf die, naja, sagen wir mal Ebene. Aber es ist richtig schön grün, zum Glück kein Verkehr. Oder so gut wie kein Verkehr. Die Vögel zwitschern, es ist echt herrlich. Aber was man auch sieht, es bilden sich so die ersten Schleierwolken. Vor allen Dingen etwas zurück. Hinter mir sieht man es, glaube ich, ganz gut bei den Bergen. Jetzt bin ich froh, dass ich in die andere Richtung fahre. Der Radweg entlang der Brenta. Zwischendrin ein bisschen Straße. Jetzt wieder wunderbar durchs Grüne. Man hört nur die Vögel zwitschern. Gerade ist ein Reiher über den Weg spaziert. Hier steht er nämlich unter Wasser. Also man merkt wirklich, wie viel es geregnet hat. Das ist alles Überschwemmungsland und es steht zum großen Teil immer noch unter Wasser. Ja, zum Glück ist nicht so tief. Man kommt sich vor wie in so einem großen Park. Und im Prinzip ist es das auch. Vorher hat ein Schild gezeigt, dass das alles hier ein Naturschutzgebiet ist, wo man versucht, ein bisschen mehr zu renaturieren. Wirklich schön zum Fahren. Vor allem jetzt, so im Frühjahr noch, spätes Frühjahr, wenn es noch nicht so heiß ist und vor allem nicht so viele Mücken da sind, weil da hätte ich echt Bedenken, das etwas später im Jahr zu machen. So viel Wasser, wie hier überall steht, wenn es richtig heiß ist, gibt es hier bestimmt unglaubliche Mengen an Mücken. Ein bisschen Abenteuer ist doch dabei, selbst entlang der Brenta. Der Radweg war überschwemmt, das ist so ein Überschwemmungsgebiet scheinbar hier hinter dem Damm, wo ich mich gerade aufhalte. Jetzt ging es am Feld entlang und mal wieder durchs Gestrüpp. So, jetzt geht es durch den Bach. Das war so nicht geplant. Aber der Umweg hat den eigentlichen Radweg unpassierbar gemacht. Jetzt bin ich hier so ein Stück durch den Wald. Aber es ist so ein Trampelpfad. Mir kam gerade ein Jogger entgegen, also irgendwo, es geht schon weiter. Ich bin jetzt in Piazzola sul Brenta und stehe vor einem beeindruckenden Schloss vor der Villa Contarini. Mittendrin, gerade noch, habe mich das Unterholz fast schon gekämpft und durch den Bach geschoben. Und jetzt hier auf so einem riesengroßen Platz. Naja, auch das gehört zu einer Radreise. Der nicht ganz so romantische Part. Ich lade hier gerade mein Handy und meinen Radelcomputer auf und habe gerade eine Pause gemacht hier am Supermarktparkplatz an der Ausfallstraße. Mitten aus Padova stehe jetzt hier in der Nachmittagssonne vor dieser berühmten Halle. Drinnen sind so Märkte und oben ist ein wunderschönes Gewölbe. Gerade ist es relativ ruhig. Ein Platz weiter, ich glaube, das ist das Rathaus wieder mit dieser tollen Uhr. Man sieht es natürlich nicht direkt auf der Kamera da in der Ferne. Ja, langsam stellt sich für mich die Frage, wie weit fahre ich heute noch? Es ist jetzt 5:30 und es soll heute Nacht dann zum Regen anfangen und schauern. Morgen den Tag über auch nicht so schön sein, relativ viel Regen. Jetzt bin ich überlegen, ob ich noch mal 40 Kilometer weiter fahre. Dann wäre ich in Chioggia, direkt am Meer und müsste morgen vielleicht ein bisschen weniger am Regen fahren. Das war noch mal ein kurzes Update. Irgendwo aus dem Nirgendwo. Ich fahre hier auf so einem Damm entlang schon seit über einer Stunde. Es geht hier, wie man sieht, schön durchs Grüne. Ich fahre jetzt doch noch weiter bis Chioggia, noch eine gute Dreiviertelstunde. Dann bin ich hoffentlich da und kriege einen Zeltplatz. Drückt mir die Daumen. Super. Jetzt wird es schon richtig flach und vor allem sehr viel Wasser. Ich bin jetzt nahe bei Chioggia oder kurz davor. Ein paar Kilometer sind es noch. Irgendwo da hinten, ungefähr da, dürfte es liegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt in Chioggia, also ganz in der Nähe hier am Strand. Wunderschöne Morgenstimmung, auch wenn es jetzt gerade hier ein bisschen zum Regnen anfängt und hinter mir ist relativ dunkel. Aber den Sonnenaufgang, das nehme ich doch noch mit. Ja, jetzt nochmal richtig guten Morgen. Jetzt bin ich auch langsam fit. Der erste Kaffee ist intus. Ich bin jetzt an der Brücke hier am Übergang nach
Chioggia, also wirklich zur Altstadt. Hier geradeaus geht's rein. Vorher hat es nochmal richtig geregnet und hier ist richtig Trubel. Hier sehen wir gerade Fischer, die ihren Fang rausholen. Und hier erinnert es tatsächlich so ein bisschen an Venedig mit der ersten Brücke, diesen Kanälen. Und jetzt fahre ich mal rüber, schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Ja, ich würde mal sagen, gestern alles richtig gemacht. Ich hatte ja schon Bedenken, dass das eine schlaue Idee ist, jetzt hier bis Chioggia zu fahren, weil ich befürchtet habe, die Zeltplätze sind voll, aber war überhaupt nicht der Fall. Liegt wahrscheinlich auch am Wetter und weil ja Ende Mai inzwischen ist. Schön schaut es heute, wie gesagt, nicht aus vom Wetter, aber das ist egal. Ich freue mich jetzt sehr auf die Strecke, hoffe, dass da nicht zu viele Touristen unterwegs sind und dass ich trotzdem ein bisschen Aussicht habe. Also rein in die Altstadt. Ich habe gehört, viele sagen, Chioggia sei fast so schön wie Venedig selbst, bloß mit weniger Touristen. Mal sehen, ob es stimmt. Also bisher ist schon einiges los an Tourismus, aber schön. Ja, auch wenn es so trüb ist, finde ich, ist es schon. Man hat wirklich dieses Flair von einem Hafen und von der Altstadt. Kleine Geschäfte, aber auch so Kanäle. Und leider ein Höllenverkehr. Also das hat man zumindest in Venedig im Zentrum nicht. Da fahren keine Autos, aber dafür kommt man kaum durch vor lauter Touristen. Jetzt hoffe ich, dass ich die Fähre nehmen kann, weil das wird spannend. Ich muss über 3 Inseln insgesamt, also 3 Fähren muss ich nehmen, um Richtung Jesolo weiterzukommen. Das ist so heute mein so Mindesttagesziel, sagen wir es mal so. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen weiterfahren. Hängt einfach vom Wetter ab. Ich bin echt froh, dass ich gestern so weit gefahren bin, weil den Weg oder die Wege, die ich gestern gefahren bin, waren sehr viel Offroad und zugewachsen. Das hätte keinen Spaß gemacht, da zu fahren, vor allem wenn es dann während der Dreck hochspritzt. Ja, also hier hat man noch Lust, gleich normal stehen zu bleiben, was zu essen. Also ich finde es gerade sehr entspannt. Da geht dann die Fähre ab. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, das sieht doch gut aus. Die Dusche ist mir wohl sicher. Ich höre schon donnern. Und da hinten kommt richtig was runter. Genau da muss ich hin. So, in die Richtung da hinten. Ich warte auf die zweite Fähre, die natürlich erst in 50 Minuten fährt. Dafür regnet es richtig schön, aber Italiener haben vorgesorgt. Hinter mir ist eine Bar. Und genau da mache ich jetzt eine Pause. Ciao, ciao, Palestrina. Zumindest ist super wenig los. Ich bin hier alleine auf dem Deck. Das ist echt der Wahnsinn. Glaube ich nicht das Typische hier für Venedig. Ja, irgendwie auch interessant. Die Abfahrtszeiten, die an den Tafeln hier angeschrieben sind, die stimmen überhaupt nicht mit dem überein, wie die Boote fahren. Hätte eigentlich erst eine halbe Stunde fahren sollen. Ich habe den Blick auf Venedig und im Hintergrund die Kirche, der Markusplatz. Leider immer noch Regen, aber jetzt schaue ich, dass ich die nächste Fähre bekomme. Hier Richtung Jesolo, also rüber zum Lido von Venedig und dann weiter aufs Festland. Ich bin auf der letzten Fähre vorbei an Venedig nach Punta Sabbione. Hier sieht man nochmal den Lido, die Insel. Jetzt kommt dann die letzte vorgelagerte Insel bzw. Halbinsel und von dort kann man wieder weiterfahren. Zum Glück hat es jetzt mal aufgehört zu regnen. Ich glaube, es bleibt trocken. Es war nämlich eine einzige Wasserkur heute. Nochmal ein Blick rüber Richtung Venedig. Jetzt liegt's. Ja, das Zentrum liegt hinter der Insel. Aber viel sieht man heute eh nicht. Es ist einfach zu diesig und
hat zu viel geregnet. Zum Glück ist die Fähre ziemlich groß und hier gibt es kein Problem mit Radtransport. Ich bin sogar der Einzige im Moment, aber es liegt sicher auch am Wetter. So, endlich geht's weiter und endlich kann ich mal wieder ohne Regensachen fahren. Ich bin sowas von aufgeweicht worden jetzt. Also, Festland erreicht, letzte Fähre geschafft. Ich glaube, ich habe heute 2 Stunden lang nur auf die Fähren insgesamt gewartet und ganz schön viel Zeit verloren. Und jetzt sind es noch so um die 100 Kilometer bis ins Tagesziel. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Es ist 1:15. Wird spannend. Nicht unbedingt sehr spannend, aber richtig schön. Es geht hier nochmal so durch die Lagune, so einmal außen rum. Überall sind noch Kanäle, gerade aus dem Forstgebiet. Und ich begegne schon seit 10 Minuten kein Mensch mehr. Das ist echt der Wahnsinn. Ich bin hier ein paar Kilometer von Jesolo entfernt, auf einem richtigen Radweg. Das sieht auch ziemlich neu angelegt aus. Und hier hat man mal einen Blick auf die Lagune von Venedig. Man sieht jetzt nicht die Stadt, vielleicht ein bisschen so im Hintergrund zu erahnen, aber eher, dass man Bäume sieht. Wirklich schön, total ruhig und durchs Grüne. Es ist schon super. Wenn man im Gravelbike oder so unterwegs ist oder ein bisschen breiter bereiftes Bike, kann man immer wieder den Hauptstraßen entweichen. Ich fahre den ganzen Tag nur Nebenstrecken, auch jetzt wieder hier auf einem Damm entlang. Allerdings bin ich schon wieder spät dran. Ich wollte eigentlich schon viel weiter sein. Den ursprünglich anvisierten Ziel-Campingplatz, den kann ich mir abschreiben, ist einfach zu weit. Da würde ich komplett bis in die Nacht hineinfahren. Und das, obwohl es jetzt Ende Mai ist, also sprich sehr lange hell. Deswegen schauen wir mal. Ein Agritourismus soll noch auf dem Weg liegen. Das versuche ich jetzt zu erreichen. Ich bin echt begeistert von der Tour. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schön ist, hier durchs Veneto zu fahren. Die Landschaft ist abwechslungsreicher, als man es bei so einem flachen Land vermuten würde. Diese scheinbar langweiligen Dämme haben echt einen großen Vorteil. Immer wieder sieht man schöne Häuser und blickt in irgendwelche Gärten runter. Hier sind so Bienenstöcke. Es ist echt idyllisch. Dabei sind nicht weit entfernt überall Hauptstraßen. Und wenn man mitten durchfährt, ist einfach nur so landwirtschaftlich geprägt. Viele kleine Höfe. Super. Meistens rentieren sich auch diese Umwege, die man dadurch fährt, wenn man auf den Nebenstraßen unterwegs ist. Man sieht einfach mehr. So, ich habe es geschafft. So ungefähr 20 Kilometer nördlich von Treviso habe ich so ein kleines Agriturismo gefunden. In so einem Weinberg ist das eigentlich drin oder Wein, ja, wie soll ich denn sagen? Ziemlich vogelwild jedenfalls. Hier stehen so Art Jurten rum, dann irgendwelche Zelte und dann schaut es wieder aus wie in einem Gemüsegarten. Also keine Ahnung, was das hier eigentlich ist. Es ist jedenfalls lustig und der Typ, der mich begrüßt hat, sah auch schon so aus, als würde er seit ungefähr 50 Jahren hier leben. Also recht alternativ, aber sehr lustig und Zelt, wie gesagt, steht. Jetzt freue ich mich auf die Dusche. Zuerst esse ich noch was und dann auf eine erholsame, hoffentlich richtig ruhige Nacht. Und damit bis morgen. Die Sonne scheint, der letzte Tag beginnt. Ich habe gerade gefrühstückt und schon fast alles zusammengepackt. Das Rad ist fast bereit. Ich bin's auch. Hier trockne noch meine Plane vom Zelt. Ja, also was für ein schöner Zeltplatz. War sehr ruhig heute Nacht. Wunderbar zum Schlafen. Ab und zu ist hier ein Huhn vorbeispaziert. Sehr lustig. Ja, und jetzt geht es noch weiter Richtung Vittorio Veneto. Das ist dann mein vorläufiges Etappenziel. Vorläufig deswegen, weil da werde ich nochmal Jude treffen. Dann machen wir 2 schöne Tage und danach geht es zurück mit dem Zug und darauf bin ich auch schon gespannt, weil ich muss das Fahrrad mitnehmen und zwar so wie es ist. Ich habe keinen Fahrradkarton und ich fahre mit einem schnellen Zug, das heißt, ich werde es verpacken mit einer Tasche. Mal sehen, wie gut das funktioniert, wird eine Premiere werden. Ich komme jetzt von daher, bin so auf einem Wander- und Mountainbike-Weg. Der sagt rechts, der Abweiser, also der Abzweig, und jetzt steht hier Betriebsgelände von diesem Steinbruch und man darf nicht durch. Also irgendwie ganz logisch ist das nicht, vielleicht nur am Wochenende. Ich glaube, ich fahre jetzt lieber hier lang. Auch das gehört zur Tour, die Ausrüstung mal wieder trocknen. Ja, jetzt bin ich schon fast an meinem Ziel in Vittorio Veneto angekommen.
Es war jetzt ein super Tag heute nochmal. Bergiger als gedacht. Es ging nämlich durch dieses Prosecco-Gebiet. Wunderschön rauf und runter. Auch ein paar etwas ungeplante Abkürzungen waren dabei, aber wirklich richtig schön. Und jetzt zeige ich euch nochmal hinter mir so die Berge. Also wirklich herrlich. Das ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe, diese ganzen Weinberge hier in der Region. Also richtig schön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe jetzt hier am Bahnhof von Vittorio Veneto. Die Tour ist zu Ende. Waren jetzt 8 super Tage. 2 Tage war ich nicht auf dem Rad unterwegs. Also insgesamt waren es sogar 10 Tage. Bin hier durch Venetien gefahren, eine super Tour. Von Trento ging es los nach Bassano del Grappa und dann weiter nach Chioggia, runter ans Meer, um Venedig herum, über Jesolo und jetzt wieder einen großen Bogen zurück in die Prosecco-Area. Wir haben uns gestern und vorgestern hier ein bisschen umgeguckt, haben ein bisschen Dolce Vita gemacht, das wirklich genossen, die Region erlebt. Leider war das Wetter fürchterlich schlecht, das Essen war hervorragend, die Landschaft, was wir gesehen haben zwischendurch, in den Regenpausen war super. Also macht richtig Spaß auf Meer. Und damit würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus!